Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge. Ich bin total am Arsch. Wenn ich eins nicht mag, ist es im Gegensatz zu Falschwilde das frühe Aufstehen, weil der ist ein absoluter Frühaufsteher. Ich mag es überhaupt nicht. Trotzdem, es geht zum Angeln und das ist eigentlich das Coole daran, weil wenn man angeln gehen kann, dann ist der Tag eigentlich immer gut. Also, ich wünsche euch, dass ihr auch angeln gehen könnt und heute geht es auf die fetten gestreiften Winterbarsche. Ich muss mal gucken, ob wir welche kriegen, weil die Dinger sind mega zickig. Also gerade im Winter ganz kurze Beißphasen. Trotzdem, ich gebe mein Bestes. Und ob das heute klappt, das werdet ihr in dieser Folge sehen. Bis dann. Ich baue jetzt noch ein, zwei Sachen. Ich baue mir hier einen kleinen Rig-Ring vorne an die Schnur und an dem kann ich dann relativ schnell immer meine Rigs wechseln. Einfach abknipsen, neu anknoten und fertig. Ja, und das mache ich jetzt mal und dann gucken wir mal, was passiert. Die Bedingungen sind nicht die schlechtesten, aber das heißt immer beim Angeln leider gar nichts. Die Fische müssen halt Bock haben. Naja, mal sehen. Ich habe auf jeden Fall Bock und jetzt erstmal laufen, soweit die Schuhe tragen. So, endlich angekommen am Spot. Das ist nämlich immer gar nicht so einfach, sich herzurichten mit der Kamera etc. Aber ja, ich bin jetzt endlich da und die Wasserfarbe ist richtig gut. Also es ist schön klar. Das Ding ist, dass der Himmel etwas bedeckt ist, was eigentlich gar nicht so vorhergesagt war. Beim Barschangeln könnt ihr euch eigentlich merken, dass Sonne im Winter immer ein absoluter Trumpf ist. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man bei bewölktem Himmel nichts fängt. Ja? Trotzdem ist die Sonne immer dementsprechend wirklich gut für die Barsche. Auf den dunklen Gründen, die wir hier haben, ist es halt so, dass natürlich auch das Dunkle die Sonne etwas annimmt und dementsprechend sich die Barsche dort auch teilweise sonnen können. Wir haben hier eine ziemlich steinige, muschelige Struktur, also auch das, was die Barsche lieben. Und ich werde anfangen mit einem Dropshot-Rig. Ich habe hier einen Action-Shed montiert, und zwar den Köfi Bleak Shed, Green Pumpkin Chartreuse, weil auch im Winter schockige Farben im klaren Wasser für Barsche absolut geil geeignet sind. Jetzt kommt auch die Sonne raus. Ich sage nichts. Das hat mich nämlich schon oft viel Nerven gekostet, wenn ich eine große Fresse vorher hatte. Deswegen, ich fange jetzt einfach erstmal an zu angeln und arbeite mich so ein bisschen durch. Wow, ich bin echt gespannt. Ja, um euch mal zu veranschaulichen, wie steil diese Kante hier ist. Also ich habe gut 50 cm zwischen meinem Blei oder meinem Tungsten unten und dem Köder. Und jetzt ist die Muschel gerade abgefallen. Und ich habe trotzdem teilweise Muscheln hier auf dem Haken. Das heißt, die Kante geht so steil, dass wir auf jeden Fall sehr häufig trotzdem mit dem Köder anstatt nur mit dem Blei in die Steine oder in die Muscheln kommen. Sorgt auch dafür, dass die Hakenspitzen natürlich nicht mehr so scharf sind. Ich habe hier immer so einen kleinen Hakenschleifer dabei. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und zwar ist das wirklich wie so ein Stift, den kann man rausziehen. Und erstmal gucke ich, wo der Haken stumpf ist, also in welche Richtung die Spitze gebogen ist. Und das ist in dem Fall nach oben. Und dann gehe ich da ganz vorsichtig, nur um diese Spitze zu begradigen, einmal ran. Denn es ist wichtig, nicht zu viel und nicht zu schnell und zu stark auf die Spitze Druck auszuüben, damit wir nicht zu viel von der Spitze abtragen. Das ist nämlich dementsprechend dann nicht so förderlich, weil dann wird der Haken nur noch umso stumpfer. Also wirklich ganz langsam und behutsam hier an die Hakenspitze rangehen und jetzt der Haken auch wirklich wieder scharf. So Leute, für mich heißt es jetzt Feierabend an dieser Stelle. Ich war 2 Stunden hier, der Wind hat sehr stark aufgefrischt und kommt mir jetzt nicht mehr von der Seite, sondern ja, so schräg entgegen. Ich werde jetzt in einen kleinen Hafen fahren, weil die Barsche zu dieser Jahreszeit wirklich häufig unter Steganlagen, unter Booten sich tummeln, weil eben da auch der Kleinfisch ist. Also stay tuned, ich hoffe, dass wir das kriegen, die gestreiften. Für mich, 4 müssen es nicht sein, einer reicht. Also bis dann. So, ich werde jetzt mal die Technik ein bisschen ändern und zwar werde ich hier einen Free Rig angeln. Was das genau ist, das erkläre ich euch gleich. Ich angel am liebsten Free Rigs mit kleinen Krabben. Erstmal knote ich den Haken ganz normal mit meinem monophilen Knoten an.
Jetzt kommt nämlich Folgendes. Ich lasse die Krabbe, also den Krebs an dieser Stelle, das Hakenöhr schlucken. Ja? Und zwar sorgt es dafür, dass ich meinen Knoten dadurch schütze. Ich gehe hier einmal rein und normalerweise würde ich relativ schnell wieder rauskommen mit meiner Hakenspitze. Das mache ich aber nicht. Ich gehe ein bisschen tiefer rein, weil ich nämlich das Öhr versenken will. Dann gehe ich hier wieder raus. Hier dieses Öhr lasse ich dann eben verschwinden in dem Gummi. Und dann kann nämlich mein Tungsten hier drauf, ohne dass es den Haken oder den Knoten beschädigt. Wenn jetzt der Barsch dieses Free-Rig, und das sieht man auch, das kann so hin und her baumeln, dieses Free-Rig aufnimmt, nimmt das praktisch schwerelos auf. Das heißt, wir merken den Biss in der Schnur, aber der Barsch hat trotzdem, oder der Fisch generell, das ist nämlich nicht nur gut für Barsche, das nehmen auch Zander sehr gerne. Also, wenn das Ding hier liegt, auf dem Grund sozusagen, dann kann der Barsch das wirklich so ansaugen, ohne dass er viel Widerstand hat. Fisch. Oh nein. Aber es war ein Hecht. Naja, es wäre auf jeden Fall der erste Fisch gewesen heute. Shit. So Leute, ich gebe auf für heute. Zumindest was das Barschangeln angeht. Leider hatte ich tatsächlich überhaupt gar kein Glück. 2 Attacken hatte ich und leider beide nicht hängen geblieben. Einen Biss habe ich live drauf, den anderen leider nicht. Aber ja, das war dann auch trotzdem nicht der Zielfisch. Deswegen denke ich mir, ich werde jetzt versuchen, den Tag ein bisschen gebührlich noch abzuschließen. Also zumindest, dass wir einen Fisch vor die Kamera kriegen. Habe mich dazu entschieden, an eine Stelle des YouTube Predator Cup zu fahren. Und zwar da, wo ich im Halbfinale meinen ersten Platz gewählt habe gegen Veit Wilde. Das bedeutet diese Brücke, die wir damals gefischt haben. Jetzt fängt gleich das Wasser an zu strömen. Wir sind fast am höchsten Punkt und so langsam beginnt das Wasser abzulaufen. Ich werde jetzt in den Abend reinfischen und gucken, dass ich diesen einen verflixten Fisch vor die Kamera kriege. Primär geht es jetzt hier auf Zander. Hier sind allerdings auch immer sehr, sehr große Barsche. Deswegen war ich auch mit Veit hier. Ich lasse mich jetzt einfach überraschen. Ich hätte auch gegen Hecht überhaupt nichts, wenn er denn hängen bleibt. Hauptsache, wir kriegen einen Fisch vor die Kamera. Also Daumen drücken. Nicht nur einen, sondern beide. Mal gucken. Mal gucken. So, ich fange hier erstmal mit einer gedeckten Farbe an. Kleinen Köfi Bleakshed. In der auch neuen Farbe, relativ neuen Farbe Ayu. Also wer die Farben noch nicht kennen sollte, auf jeden Fall auschecken. Es ist auch schon Strömung drauf, man merkt das, wie der Druck so nach da geht. Ich werde allerdings nachher größer gehen und auf jeden Fall schockiger. Aber ich fange ganz gerne mit gedeckten Farben an. Auch mit etwas kleineren Ködern, einfach nur um zu gucken, ob überhaupt Resonanz kommt. Ja Leute, da war der erste Biss und schon ist der Gummi nicht mehr ganz. Also dem Biss nach zu urteilen und auch wie das Ding hier abgesäbelt ist, glaube ich, war es ein Hecht. Mal wieder. Also irgendwie mögen mich die Hechte heute. Aber es sind wenig Bissspuren drin. Vielleicht war es auch ein Zander oder ein dicker Barsch, man weiß es nicht. Ich muss jetzt erstmal den Köder wechseln, neuen Gummi drauf, aber der erste Biss. Es könnte schlechter laufen. Oh, der erste Fisch, Leute. Oh, schöner Zander. Oh, schöner Zander. Jetzt liegt mein Kescher da hinten, ich glaub's nicht. Na, komm her.
Ja. Oh. Was kann heute noch alles schief gehen? Unglaublich. Ich hatte gerade schon mal einen Fehlbiss. Oh. Aber jetzt lag der Kescher auch noch da hinten. Köfi Plötze in Sunrise. Natürlich eine absolut geile Farbe. Hängt hier noch, aber die hängen knapp und die beißen auch sehr, sehr spitz. Klassiker, Kescher verfangen. Oh. Schöner Zander. Schöner Zander. Oh, ich bin so happy, ey. Entschneidert, entschneidert. Ja, also mal kurz dazu, der hängt wirklich sehr, sehr, sehr knapp. Trotzdem hängt er sicher, also der wäre nie wieder ausgestiegen. Wow. Da müsst ihr manchmal ein bisschen gucken, wie der Haken reingekommen ist und dann ein bisschen Druck ausüben. Und dann ist er wieder draußen. Ich fische ohne Stinger. Den release ich ganz schnell. Wir sind hier in Holland, da dürfen wir das. Oh. Und jetzt angel ich weiter, weil es kann sein, dass die Jungs anfangen zu beißen. Und wenn das der Fall ist, dann kriegen wir noch welche. Ja, geil, ey. So Leute, das war's für heute tatsächlich. Ende aus, Mickey Mouse, finito. Die Messe ist gelesen, der Drops ist gelutscht. Der Zander ist im Kasten. Der Barsch ist es nicht, auch wenn der Zielfisch heute der Barsch war. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Egal, am Ende haben wir einen Fisch im Kasten. Und ich freue mich darüber sehr tatsächlich, weil nach so 10 Tagen ist es echt immer erlösend, wenn dieser Fisch dann doch kommt. Ja, wer von euch den Channel noch nicht abonniert haben sollte, der sollte das jetzt dringend tun. Glocke an, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Das komplette Tackle steht natürlich in der Videobeschreibung, alle unsere Partner ebenfalls. Und ja, ich freue mich auf Anregungen und Kommentare. Also fleißig teilen, liken etc. Und allen sagen, die ihr kennt, ich bin raus für heute. 400 Kilometer stehen jetzt bevor. Ich mache trotzdem noch 3, 4 Würfe, vielleicht kriege ich ja noch einen. Arrivederci.